Guten Morgen. Vielleicht ist es gar nicht notwendig, oder? Guten Morgen. Wurscht. Und vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Mein Name ist Dalia Sarek und ich werde diese Pressekonferenz moderieren. Und neben mir sprechen heute Andrew Feinstein und Maya Rinderer, beide wichtige antizionistische jüdische Stimmen. Ich möchte gleich vorstellen, Andrew Feinstein ist ehemaliger ANC-Abgeordneter in Südafrika, Autor und Antikorruptionsaktivist. Seine Mutter überlebte den Holocaust in Floridsdorf in einem Keller. Heute ist er einer der führenden Experten für den weltweiten Waffenhandel und dessen Verstrickung mit politischen Machtstrukturen. Er ist überzeugter Antizionist und setzt sich für die Rechte der Palästinenserinnen ein und kritisiert die politische Instrumentalisierung jüdischer Identität zur Rechtfertigung von Unterdrückung und Genozid. Maya Rinderer ist Aktivistin bei Judo-Bolschewinerinnen, einer antizionistischen jüdischen Gruppe in Wien, und sie engagiert sich aktiv gegen die Vereinnahmung des Judentums durch den Zionismus und setzt sich für eine starke jüdische antikoloniale Perspektive ein. Bevor wir zu den Statements der beiden kommen, möchte ich erklären, warum wir eine jüdische antizionistische Erklärung verfasst haben. Im Oktober, während der Palästina-Kongress in Wien stattgefunden hat, hat die israelitische Kultusgemeinde eine riesige Medienkampagne gestartet und hat auf den Infoscreens der öffentlichen Verkehrsmittel eine Ad geschalten, die behauptet hat, Jüdinnen und Juden fühlen sich nicht sicher, während in Wien der Palästina-Kongress stattfindet. Diese Aussage repräsentiert uns nicht, im Gegenteil. Ich habe mich an diesem Tag in Wien sehr sicher gefühlt. Ich fühle mich nicht sicher, wenn pro-palästinensische Demos von der Polizei untersagt oder aufgelöst werden. Mit unserer Erklärung, der jüdischen antizionistischen Erklärung, möchten wir Folgendes klarstellen. Kritik an Israel ist nicht antisemitisch. Antizionistische und antikoloniale Positionen sind legitim für alle Menschen, ebenso für Juden und Jüdinnen. Und es gibt viele Juden und Jüdinnen in Österreich und weltweit, die sich als Antizionistinnen verstehen und gegen Israels Apartheid, Besatzung und Genozid die Stimme erheben. Worum geht es in der jüdischen antizionistischen Erklärung? Es geht darum, dass wir sicherstellen wollen, dass jüdische Identität nicht mit der Unterstützung Israels gleichgesetzt werden darf. Die IKG und andere zionistische Gruppen beanspruchen, für alle Jüdinnen und Juden zu sprechen, das tun sie nicht. Der Holocaust darf nicht zur Rechtfertigung von Kolonialismus und Krieg missbraucht werden. Die Unterdrückung der Palästinenserinnen kann nicht mit Verweisen auf die jüdische Geschichte gerechtfertigt werden. Und Antizionismus ist keine Form von Antisemitismus. Zionistische Akteure versuchen, jede Kritik an Israel als antisemitisch darzustellen und jeglichen Widerstand gegen Kolonialismus und Apartheid mundtot zu machen. Jüdische antizionistische Stimmen werden systematisch unterdrückt. Wer sich als Jude oder Jüdin gegen Zionismus stellt, wird diffamiert, ausgeschlossen oder kriminalisiert. Weiß ich aus eigener Erfahrung, wissen wir alle. Die Repression gegen die Palästina Solidarität muss ein Ende haben. Besonders in Deutschland und in Österreich werden pro-palästinensische Gruppen massiv verfolgt. Veranstaltungen werden verboten und Menschen von der öffentlichen Debatte ausgeschlossen. Wir verurteilen auch die Gewalt und den Genozid, den Israel an den Palästinenserinnen begeht und der vom Westen, auch von Österreich, unterstützt wird. Zusätzlich zu dieser Erklärung werden wir am 13. bis 15. Juni einen jüdischen antizionistischen Kongress in Wien veranstalten und werden uns dort mit der Geschichte und Zukunft jüdischer Opposition zum Zionismus, die Kriminalisierung der Palästina Solidarität und die Stärkung jüdischer antizionistischer Netzwerke beschäftigen. Und mit dieser Pressekonferenz veröffentlichen wir die Erklärung offiziell und laden alle ein, sich anzuschließen, ihre Stimme zu erheben und klarzustellen, Judentum ist nicht Zionismus und das, was gerade passiert, passiert nicht in unserem Namen. Ich darf das Wort an Maya Rinderer übergeben.
Hört man mich? Okay. Vielen Dank, Dalia, für die Einführung. Ich werde nur einige Punkte aus Dalias Vortrag nochmal aufgreifen und ein bisschen etwas hinzufügen. Zur Kampagne der IKG auf den Infoscreens während des Palästina-Kongresses ihre Botschaft zu schalten, möchte ich hinzufügen, dass wir daran sehen, welche große Rolle die Medien und die Presse hier spielen. Und deshalb möchte ich Ihnen auch ausdrücklich danken, dass Sie heute gekommen sind. Viele Medien sind aber nicht gekommen. Es gibt verschiedene Strategien gegen solchen Aktivismus, den wir machen. Das eine ist die aktive Repression, wie zum Beispiel der Entzug von Räumen, also dass zum Beispiel das Café hier Anrufe erhalten hätte können, wo gefordert wird, dass wir die Pressekonferenz hier nicht abhalten können. Die andere Strategie, die wir heute erleben, ist eben das Totschweigen. Also dass es einfach ignoriert wird, und deshalb freue ich mich umso mehr, dass doch viele von Ihnen gekommen sind und heute unsere Statements anhören und auch darüber berichten werden. Das Zweite, was eigentlich auch der Inhalt von dieser Botschaft der IKG war, ist eben das Gefühl der Unsicherheit von jüdischen Menschen. Und ich möchte dazu erklären, dass dieses Gefühl ist echt, also Menschen fühlen sich tatsächlich so. Das hat wahrscheinlich auch Gründe. Ich meine, von Kindheit auf hören wir Geschichten der Verfolgung, der Ermorden unserer Verwandten. Und das Gefühl ist aber dennoch subjektiv. Also es verfestigt sich in Menschen und auch Gemeinschaften. Das wird gegenseitig dann auch immer wieder verstärkt. Aber dennoch ist wichtig zu sagen, dass diese persönlichen Befindlichkeiten, die in den Mittelpunkt gestellt werden im Diskurs, eigentlich nicht dieselbe Gewichtung haben sollten wie die tatsächlichen materiellen Umstände von Menschen, die einfach nicht mit einem subjektiven Gefühl vergleichbar sind. Palästinenserinnen werden systematisch verfolgt und ermordet. In Palästina findet ein Genozid statt. Und diese Realität einem Gefühl gegenüberzustellen, ist meiner Meinung nach einfach nicht legitim und kein gutes Argument. Zusätzlich wird dieses Gefühl auch strategisch verwendet, um repressiv gegenüber Palästina-Aktivismus zu sein. Also es ist nicht einfach so, dass das Gefühl da ist, sondern es wird verwendet, um nach außen zu kommunizieren, dass das, was wir machen als Aktivismus, diese Menschen in Gefahr bringt. Und das ist einfach nicht wahr. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass deshalb das Gefühl so oft betont wird, weil es dazu dient, die Repressionen zu legitimisieren. Genau. So aus unserer Perspektive als antizionistische Jüdinnen, wir sind eine Minderheit, zum Beispiel hier in Wien. Das ist ganz klar, also die hegemoniale Meinung in den jüdischen Gemeinden in Wien ist zionistisch. Nach dem 7. Oktober haben zahlreiche Wiener Jüdinnen und Juden entschieden, in die israelische Armee einzutreten und dort auch mit der Armee an Kriegsverbrechen teilzuhaben. Man hört viele solche Geschichten von Einzelpersonen und das muss schon auch benannt werden. Und dadurch, dass wir eine Minderheit in diesen Gemeinden sind, werden wir auch systematisch aus unseren Gemeinden ausgeschlossen. Das passiert manchmal unterschwellig, manchmal explizit. Selbst solche von uns, die zum Beispiel im Stadttempel aufgewachsen sind und sehr viel von ihrer Familiengeschichte damit verbinden, gehen nicht mehr hin, weil sie sich dort einfach nicht willkommen fühlen. Es werden Gebete für die israelischen Soldaten hinzugefügt. Also es ist ganz klar, welche Meinung hegemonial ist und welche ausgeschlossen wird. Aber trotz dieser Repression, die auch wir als antizionistische Jüdinnen erleben, ist es ganz wichtig zu sagen, dass es nichts im Vergleich ist von dem, was hier in Europa oder überall auf der Welt für Repression und Gewalt gegen Palästinenserinnen und auch andere rassifizierte Personen ausgeübt wird. Und
es ist wichtig, auch immer, selbst wenn wir die antizionistische jüdische Perspektive betonen, auch nie vergessen zu sagen, dass es eigentlich schlussendlich nicht um uns geht. Wir werden quasi gezwungen, aufgrund der Instrumentalisierung von jüdischer Identität auch über unsere zu sprechen. Aber wir hätten es lieber, das nicht tun zu müssen. Wir möchten eigentlich über Palästinenserinnen sprechen und trotzdem sitzen wir heute hier und machen diese Pressekonferenz, nehmen ihre Zeit in Anspruch, wobei wir es eigentlich lieber hätten, dass an diesem Tisch jetzt Palästinenserinnen sitzen könnten, um mit ihnen zu sprechen. Die Erklärung ist gegen die Vereinnahmung des Judentums und das ist auch ganz wichtig, dass die Gleichsetzung nicht verwendet wird, um vermeintlichen Antisemitismus zu verwenden, um Palästina Solidarität zu unterdrücken. Aber wie ich schon angesprochen habe, sind sehr viele Jüdinnen und jetzt im europäischen Kontext wahrscheinlich sogar die Mehrheit zionistisch. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass Jüdinnen und Juden sind nicht unschuldig oder es ist nicht möglich, durch diese Identität eigentlich quasi eine Erklärung zu haben für jede Gewalttat, die Menschen mit dieser Identität verüben. Und das möchte ich noch zum Abschluss sagen. Also nur weil es jüdische Menschen sind, die Kriegsverbrechen heute begehen, heißt es nicht, dass diese Kriegsverbrechen irgendwie entschuldigbar sind. Identitäten sind nicht grundsätzlich gebunden an Handlungen. Aber wir können auch verschiedene Interpretationen und Handlungsmöglichkeiten aus unseren Identitäten schließen. Und für uns ist unser Judentum wichtig. Wir haben aus unserer Geschichte Lehren gezogen, wie zum Beispiel das Nie wieder, das für alle Menschen gilt und werden das deshalb auch mit unserer Erklärung und auch dem Kongress, der im Juni stattfinden wird, in den Mittelpunkt stellen und hoffen, dass sich dadurch auch vielleicht andere jüdische Menschen aus unseren Gemeinden, die sich noch nicht getraut haben, öffentlich für Menschenrechte und für Solidarität einzustehen, dadurch auch ermutigt fühlen, mit uns zu sprechen und in Dialog mit uns zu treten. Und hoffentlich können wir irgendwann auch diese hegemoniale zionistische Meinung brechen. Und ich habe da eigentlich sehr viel Hoffnung, weil wir in den letzten 2 Jahren auch international gesehen haben, dass antizionistische Jüdinnen sich zusammenschließen und wir nicht so wenige sind, wie man vielleicht denken könnte. Danke, Maja. Danke. Andrew, darf ich dich bitten? Andrew wird, das Mikrofon. Andrew wird auf Englisch sprechen. Ist es notwendig, dass wir übersetzen? I speak very slowly, so hopefully it's easy for you to understand me. Okay. Thank you very much. And my apologies that I cannot speak in German. My Austrian mother would be very disturbed by the fact that my German isn't good enough to say what I want to say in German, so I apologize for that. First of all, I'd like to express my solidarity and congratulations to Dalia, to Maya, to all of those who have come together to produce this declaration. This is an extremely important moment for Jews, for Austria, and for Palestine. Anti-Zionism, just like Zionism, is an ideology. And it is as Jewish as Zionism. Both schools of thought were developed by Jewish thinkers. And in fact, for a period of time, anti-Zionism was the predominant ideology amongst Jews, particularly the Jews of Europe. To say that anti-Zionism is anti-Semitic
is simply tautological and uninformed. It is also driven by a view that I would argue is itself anti-Semitic. The view that Israel and its actions represent all Jews all over the world, and that all Jews uncritically support Israel. Why do I say that this is itself anti-Semitic? Because it assumes that all Jews think the same. That we uniquely, out of all communities in the world, are only capable of one view, one political position. One of the things that I'm most proud about as a Jew is the fact that we have such a strong diversity of opinion and views on everything. That many of us, most of us, I would argue, are opinionated and argumentative. We have a proud history of dissent and dissidence. And nowhere has this been more on view than in apartheid South Africa, where I grew up, and where a number of remarkable Jewish people stood side by side with Nelson Mandela and the struggle against the racist apartheid system. It is always worth us remembering that when Mandela stood trial for treason, alongside him in the dock were 8 Jewish white South Africans, but that the prosecutor representing the neo-Nazi apartheid state was also a white Jew. This is the reality of the diversity of our community everywhere. When my mother, as Dalia mentioned, a Viennese Holocaust survivor who lost dozens of her family, mainly in Theresienstadt and Auschwitz, where I myself have lectured on genocide prevention for the Auschwitz Institute. When she arrived in South Africa with my father, who was South African, she was shocked because she understood never again as never again for all humanity. And in South Africa, she saw the majority of people, black South Africans, being treated as the Jews of Europe had been treated during the Second World War. And it's for that reason that she became involved in and engaged in the anti-apartheid movement in South Africa. And I followed her into that movement in my teens for exactly the same reason, because never again is for all humanity. At this time, she and I, like many who struggled against apartheid, including Jews who struggled against apartheid, experienced abuse. We were called the N-word lovers. But history showed that we were on the right side of history, and a significant minority of South African Jews were. And I'm incredibly proud of that. Of course, we as Jews experienced anti-Semitism in South Africa. I remember it for the first time at the age of just 9. But also when I made my maiden speech in the South African Parliament, our first democratic parliament. Members of the National Party, the party of apartheid, started shouting anti-Semitic abuse at me. The difference was, this was a new non-racial country, and they were thrown out of Parliament and suspended as a consequence. But I have never experienced anti-Semitism on the scale I have in the last 18 months because of my and other anti-Zionist Jews' support for the struggle of the Palestinian people.
It even went so far as a rabbi in the United Kingdom where I live, when I first mentioned that my mother was a survivor, saying, well, you are a capo. Your mother only survived because she was a capo. There is no more disgusting thing you can say to a Jewish person, especially a Holocaust survivor, than that they collaborated with the Nazis. But these are the depths to which people have plumbed in order to uncritically defend the indefensible actions of the Israeli state. What is happening in Palestine is a system of apartheid and probable genocide as determined by the highest court in the world. And this declaration and our presence here today is to say that this apartheid, that this genocide is not in our proudly Jewish names. We do not hold these views in spite of being Jewish. We hold them because we are Jewish. And because our history of suffering as Jews must put us at the forefront of resistance to racism, to discrimination in any and every form. And finally, in thanking the incredibly courageous people in Austria who have developed this declaration and with whom I am going to stand side by side, I'll remind you of the words of my former boss, Nelson Mandela, when he was released from 27 years in an apartheid prison. He didn't emerge to say, I'm free, everything is good in the world. Instead, he said, our freedom, all of our freedom, is incomplete without the freedom of the Palestinian people. Thank you. Thank you so much for the very powerful and moving comment. Ich möchte vielleicht noch hinzufügen, weil wir das nicht besprochen haben, aber es 30 Menschen jüdischer Herkunft haben diese Deklaration unterzeichnet. Und es gibt noch viele mehr, die sich einfach nicht getraut haben, aus Angst, ihren Job zu verlieren, vor Repression, diese Deklaration zu unterschreiben, obwohl sie alles komplett, was da drinnen steht, unterstützen. Soweit sind wir hier mit der Repression von antizionistischen Stimmen, jüdischen, palästinensischen, österreichischen, Palästina Solidarischen Stimmen. If I could just add to that. We face the same situation in the United Kingdom, where I live. We have a situation under our current Prime Minister, who is my local Member of Parliament, and who's a former human rights lawyer, that anti-terror legislation is being used to arrest and imprison climate protesters, journalists, and activists who are opposed to genocide. Because Britain, like Austria, is complicit in this genocide. And as I experienced in South Africa, today, if you ask white South Africans, did you support apartheid? You cannot find one. So how the party of apartheid kept on winning huge majorities in election after election is extraordinary, because you cannot find anybody who supported the system of apartheid.
And I will guarantee you, because I have seen the course of history in action, because we overcame apartheid in South Africa with the support of tens of millions of people around the world, including in Austria. And in a short period of time, and I hope it's a very short period of time, nobody will have been in favor of this genocide, the scale of which we are still only discovering. But to be opposed to what is happening, to be opposed to a system that is built on racism, is to be on the right side of history. And it's for that reason, having experienced this in South Africa, that I feel such solidarity with anti-Zionist Jews in Austria. But also just to say, when we weaponize anti-Semitism to try and protect the state of Israel and every single one of its actions, we actually undermine the very idea of anti-Semitism and racism. And we do live in a world where anti-Semitism, where Islamophobia, where racism generally are on the increase, thanks to the type of politicians we have running our countries, primarily. So concepts like anti-Semitism, like Islamophobia, like racism, have never been more important. And to utilize them inappropriately, to protect an ideology that has caused and is causing enormous suffering to an entire people, is actually undermining the very things we should be protecting. Okay, so wenn es keine Kommentare gibt, keine Fragen gibt, dann würde ich das jetzt hiermit belassen. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bei den internationalen Medienvertretern bedanken, dass sie hier waren und unsere Stimmen hörbar machen. Danke vielmals. Danke auch für die Kollegen aus der APA und damit kommen wir zum Ende. Danke fürs Kommen.